Ich habe den Ulle von Greyhound heute wieder hier und wir zeigen euch heute, wie ihr aus dem JTL Service Desk euren ganzen Kram, alle Tickets und Labels zu Greyhound migrieren könnt. Und ich würde sagen, sparen wir euch nicht lange auf die Folter, wir steigen direkt ein. Ulle. Moin, Manuel, grüß dich. Schön mal wieder hier zu sein. Ich habe dir was mitgebracht heute, weil du bringst mir ja nichts mit, muss ich dir was mitbringen. Und zwar unser Service Desk Migration Tool. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen. Nicht in epischer Breite, aber zumindest irgendwie so, dass alle Leute, die es hier gucken, das Video was mitnehmen können, oder? Du hast Fragen dazu, glaube ich, auf dem Zettel, oder? Ja, ich arbeite jetzt mit dem Service Desk und würde gerne zu Greyhound wechseln. Und ich habe keine Lust, von null anzufangen. Hätte Ja, gerne die ganzen Daten, die da sind, irgendwie aus meinem System raus. Ja, das ist ja jetzt hier schon die Beispieldatenbank. genau, Ja, richtig. nehmen wir Habe doch ich die gleich Mail da. aufgemacht. Die würde ich gleich gerne in Greyhound wiedersehen. Ja, okay, gut. Machen wir es mal ganz kurz. Long story short. Ihr könnt bei uns auf der Seite quasi den Service Desk Converter runterladen, den entsprechend entpacken und einfach mal starten. Und das ist auch alles keine Raketenwissenschaft. Wenn wir den gestartet haben, fragt er so ein paar Kernparameter ab. Einmal muss das Ding natürlich, das Migrationstool auf eurer Maschine laufen, wo auch die JTL-Datenbank gehostet ist. Und dann gibt man im Grunde genommen, das habe ich schon mal vorbereitet, alles hier von der Zwischenablage hier reinkopieren. Da brauche ich, glaube ich, keinem JTL-Wavi-Nutzer irgendwas erklären. Das kennt er. Und ich hoffe natürlich, dass er das Standard-Kennwort nicht nutzt in seiner Datenbank. Aber wenn wir dann die korrekten Verbindungsdaten eingetragen haben, sieht man hier, dass das Testen zur Datenbank erfolgreich ist und er zeigt dann auch an, wie viele Tickets drin sind. Wichtig, ich habe hier ja nur lächerliche 111 Tickets dank deiner zur Verfügung gestellten Datenbank drin. Bei einem, sage ich mal, richtigen Service Desk User können da schon mal 20, 30, 100.000 Tickets drin sein. Nicht verzagen, das Migrationstool mal machen lassen, weil das könnte dann auch ein bisschen dauern. Macht das also nicht auf eurem Produktivsystem, natürlich auf dem Datenbankserver direkt ausführen und einfach laufen lassen. Ihr seht einen Fortschritt, zeige ich euch gleich. So, dann kommen die Greyhound-Daten. Je nachdem, wo ihr Greyhound betreibt. Ich habe es jetzt hier auf dem Testsystem lokal installiert. Mit dem entsprechenden User-Admin plus dem dazugehörigen Passwort bekommt ihr im Kundenaccount über den Standardport 9000, es sei denn, ihr habt den geändert. Und ich sag mal so, eure IP, wenn das bei uns im Rechenzentrum gehostet ist oder bei eurem Rechenzentrumsanbieter, tragt ihr hier die IP von eurem Greyhound-System ein. Verbindung testen einmal, dann wird erfolgreich zum Server, wurde aufgebaut, dann auf Weiter und jetzt gibt es im Prinzip zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante, alles aus dem Service Desk in eine Zielgruppe in Greyhound zu importieren, die heißt JTL Service Desk Import. Und dass alle Nachrichten, die da rein importiert werden, mit den vormaligen genutzten Labels als Thema gefleckt werden. Das ist von uns die empfohlene Variante. Und es gibt einmal die zweite Möglichkeit, dass quasi jedes Label, was ihr im Service Desk im Einsatz habt, das sieht man ja hier im Hintergrund, die verschiedenen Labels, zu einer eigenständigen Gruppe in Greyhound werden. Und da müsst ihr einfach entscheiden. Zusätzlich könnt ihr auch noch Signaturen dieser Benutzer übernehmen. Ihr könnt die Textbausteine übernehmen und ihr könnt die E-Mail-Konten übernehmen, wenn ihr wollt. Hast du An der Fragen Stelle dazu? ein Tipp unter Freunden. Die Textbausteine in Greyhound sind 20 Mal mächtiger als die in der JTL Wavi. Ich würde sie tatsächlich nicht übernehmen und mit euren Werkzeugen arbeiten, weil ihr einfach viel mehr Möglichkeiten habt. Genau, du hast allerdings einen Vorteil, wenn du die Textbausteine übernimmst und man hat die im Service Desk schon entsprechend, sage ich mal, rein textbasierend formuliert, dann hat man die Texte 1:1 übernommen, kann sie dann in unseren Textbausteinen noch formatieren, sprich irgendwie hübsch machen. Da hast du zumindest die Zeit gespart, händisch Copy and Pasten und du löscht einfach nur die du zum Beispiel nicht mehr brauchst oder so. Also ich würde es ausprobieren. Es kommt natürlich auf den Service Desk an, den jeweiligen, ob die Textbausteine richtig gemacht sind oder nicht gemacht sind. Aber ausprobieren würde ich es auf jeden Fall, wenn ihr da schon Zeit investiert habt. Tipp von mir an euch. Genau. Okay, dann nehme ich meinen Tipp wieder zurück. Das hört sich gut an. Gleiches gilt übrigens für die Signaturen, wobei das, was ich bis jetzt bei den Signaturen gesehen habe, das könnt ihr wirklich, glaube ich, das könnt ihr euch sparen, weil ihr solltet in Greyhound das zentrale Signaturmanagement nutzen. Dann habt ihr eine, die mit Variablen immer auf den User und die Abteilung angepasst wird. Das ist tausendmal einfacher, als für jeden User eine eigene Signatur anzulegen. Tipp von mir. Bin zwar noch nicht so lange Wavi Pro von euch, aber ich habe es mittlerweile verstanden, dass Signaturen da pro Benutzer abgelegt werden. So, wenn wir dann mit diesen Einstellungen fertig sind und wir kommen auf diese zwei Unterschiede, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, drücke ich auf Weiter, drücke nochmal auf Weiter und dann wird im Grunde genommen das ganze Zeug in Greyhound importiert und wenn ihr Glück habt, seht ihr hinterher, wenn ihr richtig steht, dass das grüne Licht angeht. Das ist ein grüner Haken in dem Fall. Wenn es einen Fehler gibt, steht hier ein rotes Kreuz und ihr könnt in der Protokolldatei einmal gucken, wo es denn gehakt hat. Ah, da gibt es keine Fehler.
Gibt's keine Fehler, eben. Wir verabschieden uns jetzt und sagen Tschüssikowski aus dem Service Desk und gehen in die Oberfläche von Greyhound. Ich wollte Da gerade habe ich sagen, noch zeig mir bitte noch Greyhound. genau. Und dort habe ich tatsächlich noch den Ursprungszustand, den ihr seht, wenn ihr noch keine Migration gemacht habt. Und wenn ihr dann alles gemacht habt, startet ihr euren Client einmal neu oder ihr startet ihn das erste Mal, je nachdem, ob ihr ihn vorher schon mal offen hattet. Und wenn ihr dann euch einloggt, seht ihr auf einmal, bam, alle Nachrichten sind auf einmal importiert und ihr könnt dann, wie gesagt, noch Feineinstellungen vornehmen. Weil die erste Feineinstellung, die man einstellen würde, ist, wir haben jetzt ja den einfachen Importmodus gemacht, der besagt, dass alle Tickets, die importiert werden, in eine einzelne Gruppe importiert werden, die sich hier Service Desk Import nennt. Und diese Gruppe würde man entsprechend noch mit einem Absendernamen und einer E-Mail-Adresse versehen, wenn ihr aus dieser Gruppe später Nachrichten schreiben wollt. Dieser Modus ist deswegen eigentlich nicht so geeignet, sondern der eignet sich eher, um darüber suchen zu können. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte im System suchen nach Klausert zum Beispiel, drück Enter, dann finde ich direkt die Nachrichten, die natürlich in dieser Importgruppe liegen, und zwar von dem Service Desk Import. Und das Tolle ist, ich sehe auch schon, welcher JTL-Bearbeiter da, also welcher JTL-User daran gearbeitet hat, und ich sehe auch den gesamten Verlauf. Das ist zusammengeschnitten. Also ich sehe sowohl die Ursprungsanfrage von dem Simon Klausert wie auch die Antwort, die die Petra aus dem System, aus dem Service Desk damals geschrieben hat. Das ist also eine sehr, sehr coole Sache. Sprich, wenn ihr den einfachen Modus nutzt, dann ist es im Grunde genommen sowas wie ein Archivsystem. Ihr holt alles in Greyhound rüber, könnt danach suchen und könntet dann, wenn ihr, sage ich mal, was Bestimmtes braucht, diese Nachricht einfach nehmen und könntet sie entsprechend hier in eine eurer neuen Gruppen importieren und könnt oder verschieben und könntet dann daraus weiterarbeiten. Die andere Variante ist, ihr habt jedes Label, da gucken wir doch noch mal dazu, hier in den Service Desk, würde hier als einzelne Gruppe auftauchen. Und da ihr ja pro Gruppe einen eigenen Absendernamen und eine eigene Absender-E-Mail-Adresse anlegen könnt, könntet ihr relativ schnell eure Struktur, die ihr hier hattet, auch in Greyhound wieder aufleben lassen. Also es kommt drauf an, wie ihr arbeiten wollt. Der zweite Modus ist, wie gesagt, für das Weiterarbeiten in dieser Struktur gedacht. Der erstere ist für das einfache Importieren einer, wie soll ich sagen, Archivdatenbank gedacht. Genau. Hast du Fragen, Manuel? Nein, aber ich habe auch noch einen Hinweis. Und zwar, wenn es darum geht, dazu müsstest du einmal deinen Screenshare beenden, dann würde ich das kurz bei mir zeigen. Ja. Wenn es darum geht, herauszufinden, wie ist denn überhaupt die E-Mail-Adresse von meinem SQL-Server? Da hatte ich wohl Pech beim Denken, ich meine natürlich die IP-Adresse. Ist das auch schon mal eine Challenge? Also ich musste da selbst oft die Frage beantworten. Ja. Und deswegen habe ich auch dazu ein Video gedreht. Jetzt share ich mal meinen Screen. So, hoffentlich den richtigen. Ja, genau hier. Bin hier bei YouTube eingeloggt und habe hier oben in die YouTube-Suche einfach nur JTL SQL-Server eingegeben. Und da seht ihr diesen charmanten jungen Mann hier. Da sah ich noch ein bisschen anders aus tatsächlich. Und da gibt es hier Windows Firewall, Freigabe für Microsoft SQL Server einrichten. Und in diesen 4 Minuten zeige ich, wie man an die IP-Adresse und den Port vom SQL Server kommt. Den brauchen wir nämlich tatsächlich auch für diese Firewall-Freigabe. Also wenn ihr da nicht dran kommt, könnt ihr das quasi, dieses Video dafür nutzen. Wunderbar. Das ist tatsächlich was, wo ich auch ein bisschen gesucht habe als Newbie in der JTL-Welt. Aber ich bin tatsächlich auch unter anderem auf das Video gestoßen und es gibt auch noch ein paar andere Hilfeartikel. Aber genau, ihr müsst den Port kennen und die IP-Adresse von eurer SQL-Server-Instanz. Ja, wenn man das einmal gesehen hat, ist das easy. Dann ist es easy. Danke, Ulle. Und Gerne. an euch alle, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like da lassen und den Kanal abonnieren. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.